Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Vinimir. Heute geht es um einen besonderen Song, nämlich einem Duett mit Michael und seinem Bruder Jermaine. Und um diesen Song und das zugehörige Album von Jermaine soll es heute gehen. Also bleibt dran! Ja, wie ihr seht, bin ich zurück mit einem neuen Video. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich zuletzt auch umgezogen bin. Und ich musste jetzt wieder alles einrichten, damit ich wieder einen schönen Hintergrund habe. Und zwar, wie gesagt, geht es um ein Duett mit Michael Jackson und Jermaine Jackson und den Song Tell Me I'm Not Dreaming, Too Good to Be True. Und dieser Song wurde 1984 auf Jermaines Album Dynamite veröffentlicht, beziehungsweise hieß das Album in Europa so und in Amerika und in Japan hieß es einfach Jermaine Jackson. Ja, dieses Album, ich nehme es mal hier aus dieser Hülle raus, ist tatsächlich ein ziemlich gutes Album auch. Ich habe es gerade auch nochmal gehört, es gefällt mir sehr gut. Hat auch ein schönes Plattencover. Jermaine steht hier in so einer Michael-artigen Militärjacke. Und hier auch nochmal vor so einer Säule. 1984 kam dieses Album raus und es war das erste Album von Jermaine, was nicht mehr unter Motown veröffentlicht wurde, wo er zuletzt nicht mehr so viel Erfolg hatte, sondern unter dem Label Arista. Und neben dem Duett Tell Me I'm Not Dreaming sind hier auch noch viele andere schöne Lieder drauf. Unter anderem der Song Take Good Care of My Heart. Das ist ein Duett mit Whitney Houston, eine sehr schöne Ballade und auch sehr zu empfehlen, sich das anzuhören, genauso wie das ganze Album. Natürlich für uns als Michael Jackson-Fans ist aber Tell Me I'm Not Dreaming das Highlight. Ich halte nochmal diese Tracklist hier so hin. Da seht ihr als dritten Track eben diesen Song. Geschrieben wurde der Song nicht von Michael oder Jermaine, sondern von 3 anderen Songwritern. Und die haben diesen Song eigentlich für Jermaine als Solo-Version gedacht. Nur irgendwie ist Michael dann so da reingerutscht und hat dieser Song wohl auch gefallen. Und das ist natürlich auch eine super Gelegenheit gewesen, dass sich dieses Album vielleicht auch noch ein bisschen besser verkauft, weil 1984, tief in der Thriller-Ära, war Michael natürlich super populär. Und deswegen sollte auch diese Single Tell Me I'm Not Dreaming eigentlich als erste Single von dem Album veröffentlicht werden. Na, das wurde sie auch. Allerdings, nachdem einige Promo-Singles im Umlauf waren, hat sich die Plattenfirma von Michael und den Jackson CBS zu Wort gemeldet und gesagt, Leute, ist es jetzt hier nicht in unserem Interesse, dass ihr jetzt hier wegen Michael Jackson euer Album so gut verkauft. Deswegen lasst das mal sehr schön sein mit diesen ganzen Singles. Und deswegen wurde diese Single kommerziell, glaube ich, nie veröffentlicht. Was allerdings herausgekommen ist, sind, wie schon gesagt, Promo-Singles. Und davon möchte ich euch jetzt 2 zeigen, nämlich die deutschen Promo-Singles. Davon gibt es diese 12 Zoll Variante, die ihr jetzt gerade schon einmal kurz gesehen habt. Und es gibt die 7 Zoll Variante. Wie gesagt, sind beide in Deutschland erschienen im Jahr 1984, auch unter diesem Arista-Label. Ja, die sind tatsächlich ziemlich schwierig zu finden. Und da ich jetzt auch an Jermaine noch nie so das wahnsinnig große Interesse hatte, obwohl dieser Song und das Album echt gut sind, deswegen habe ich mich auch nie so ernsthaft für diese Singles interessiert, bis ich mal diese 7 Zoll Single mal irgendwie ganz günstig bekommen habe. Ich drehe die mal um, die ist von der anderen Seite auch fast gleich bedruckt. Hier unten stehen noch ein bisschen Credits und hier oben halt steht nichts von for Promotion Only und hier oben steht dafür nochmal der Labelname. Und als ich diese Single dann bekommen habe, habe ich nochmal gemerkt, wie gut eigentlich dieser Song ist. Und habe in diesem Zug dann Ausschau gehalten nach der nochmal selteneren 12 Zoll Pressung. Auch die hatte ich nochmal andersrum, damit ihr seht, naja, das ist da eigentlich genauso. Hier oben Katalognummer und Labelname und hier unten nochmal ein paar Credits. Und ja, das zum Cover Artwork kann man sagen, was man möchte. Es ist natürlich kein schönes Picture Cover. Tell Me I'm Not Dreaming ist noch als Promo-Single in Japan rausgekommen. Da ist das Cover deutlich schöner. Aber ich finde solche Cover-Artworks für Promo-Releases eigentlich immer ziemlich cool, weil das, ich sag mal, so ein bisschen offensichtlicher diesen Promo-Charakter hat und nicht so aussieht wie so eine ganz normale Single, die man sonst auch für ein paar Euro im Plattenladen kaufen kann. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool. Ist auch eine coole Farbe, das ist hier so ein
so ein Rot-Magenta-Ton, wo hier Jermaine Jackson, Do It With Michael Jackson steht. Also mir gefällt tatsächlich eigentlich ganz gut. Für einen kommerziellen Release würde ich mir aber natürlich noch ein bisschen was Schöneres wünschen. Wir können ja mal bei den Tracks einmal reingucken. Fangen wir an mit der 12 Zoll Pressung. Hier ist Seite 1, was ihr jetzt hier gerade sehen könnt. Da ist einfach Tell Me I'm Not Dreaming drauf, also die 4 Minuten 22 lange Albumversion. Und auf der anderen Seite ist kein Remix und keine Instrumentalversion von dem Song drauf, sondern der Song Do What You Do, der auch Teil dieses Albums ist. Bei der 7 Zoll Single ist es übrigens genauso. Auf der A-Seite ist die Albumversion von Tell Me I'm Not Dreaming und auf der B-Seite ist Do What You Do drauf. Zusammen sehen die beiden dann so aus. Ich finde, das ist echt ein cooles Set. Einmal die 12 Zoll und einmal die 7 Zoll mit diesem doch sehr promomäßigen Cover. Beides in Deutschland veröffentlicht und beides schwer zu finden. Diese kleine kostet ja vielleicht 20, 30 Euro und die größere 50 Euro ungefähr. Und hört euch, wenn ihr das noch nicht mal gemacht habt, unbedingt auch diesen Song an und auch dieses Album Dynamite von Jermaine Jackson. Das sind echt coole Songs und insbesondere natürlich der hier. Und eine Sache kann ich euch sogar noch zeigen und das ist diese Single von Dynamite, dem Titelsong des Albums. Und das zeige ich euch jetzt nicht nur, weil das gleiche Artwork hat wie das Album, sondern wenn wir uns das mal umdrehen, auch hier das gleiche Artwork. Aber wenn wir auf die Tracklist gucken, seht ihr, dass hier die Instrumentalversion von Tell Me I'm Not Dreaming drauf ist. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen kurios. Aber so hat man es, glaube ich, hinbekommen, dass der Song Tell Me I'm Not Dreaming doch noch auf irgendeiner Single einen Platz gefunden hat. Einfach halt ohne die Vocals von Michael und von Jermaine. Dementsprechend gab es dann kein Problem mehr mit CBS und die konnten das einfach so veröffentlichen. Das finde ich irgendwie noch ein bisschen witzig und erwähnenswert, dass die Instrumentalversion einfach auf einer völlig anderen Single drauf ist. Das kenne ich jetzt tatsächlich eigentlich auch nicht. Natürlich findet ein Song nochmal woanders Platz, aber die Instrumentalversion von einem Song auf der Single von eigentlich einem völlig anderen Song, das ist schon nochmal was Besonderes. Diese Single findet ihr übrigens für wenige Euros im Internet oder auch oft mal in einem Plattenladen. Haltet da einfach mal nach Ausschau, wenn ihr diese Instrumentalversion gerne in eurer Sammlung haben möchtet. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich bin jetzt zurück, hoffe, dass ich jetzt auch regelmäßiger wieder neue Videos drehe. Vielleicht gibt es ja hier in meinem neuen Zimmer auch nochmal eine kleine Roomtour. Die wird natürlich ja nicht so lang sein wie die letzte von meinem letzten Raum, wo ich das so ausführlich gemacht habe. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das gerne haben möchtet. Gebt meinem Video doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schreibt mir einen Kommentar drunter. Darüber freue ich mich sehr. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis demnächst.